Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Heute geht es dann endlich mit dem Towtruck los. Ich bin euch noch ein paar Erklärungen vom letzten Video schuldig. Die habe ich da, teilweise sind sie mir sogar untergegangen, weil da sehr viel Euphorie beim Auspacken und so schon gewesen ist. Teilweise, weil ich sie jetzt erst sagen kann. Und was das alles so ist und wie es dann mit dem Bauen losgeht, das will ich euch heute zeigen. In meinem ersten Video, da haben wir letzten Endes nur diese ganzen Teile ausgepackt. Ich habe Inventur gemacht und ich habe euch da schon sagen können, dass so ein bisschen was fehlt. Ich habe hier ich drehe es mal um, dann könnt ihr das so sehen, die Teileliste also wirklich komplett ausgedruckt. Es sind 33 Seiten mit der Teileliste und es war dann zum Schluss dann doch ein Stück weit wieder sehr ernüchternd. Ich habe dann alles, was mir fehlt und in Fehlteilen bei mir angekommen ist. Teilweise gab es Fehlgüsse, wie bei diesem Teil. Könnt ihr das sehen? Ja, so ein bisschen kann man sehen. Da fehlt hier oben dann so ein bisschen was. Hier ist auch nochmal ein Fehlguss. Das habe ich mir alles bei Bricklink reingesucht. Und es sind dann unterm Strich gut 540 Teile zustande gekommen, die fehlerhaft bzw. komplett gefehlt haben. Teilweise sind sie in falschen Farben geliefert worden, also sie wären dann hier, sind dann halt nur in falschen Farben. Auch die habe ich mir dann in richtigen Farben bestellt, so dass sich das Ganze jetzt hier alles schon so ein bisschen summiert für die, die es interessiert. Also ich habe bei Jeremy habe ich mir dieses Set gekauft für 538 war es Dollar, ja, es sind Dollar gewesen. Er hatte mir einen kleinen Rabatt gegeben, so dass es dann auf 508 Euro gekommen sind. Jetzt musste ich allerdings für fast 100 Euro Fehlteile nachbestellen. Somit bin ich dann jetzt wieder bei 600 Euro. Dann kommen noch die 4S-Bricks mit dazu, die für dieses Set gebraucht werden. Diese liegen bei ca. 250 Euro, so dass wir hier alles in allem also schon gut auf die 800 bis fast 900 Euro für dieses Set rankommen. Nicht gerade wenig, muss man jetzt mal ganz klar so sagen. Deshalb nach wie vor mein Dankeschön für die, die mich dabei unterstützt haben. Das ist wirklich riesengroß. Und wer sich noch anschließen möchte, der darf das gerne tun. Es werden ja noch ein paar Teile gebraucht. Diese S-Bricks zum Beispiel, die bestelle ich dann erst im Nachgang oder während ich dieses Review hier mache, denn auch das ist ja nochmal eine Menge Geld. Die Anleitung, die darf man natürlich auch nicht vergessen, habe ich im ersten Teil ganz vergessen zu sagen. Die habe ich mir selbstverständlich bei dem Designer bestellt, habe auch den Designer schon angeschrieben, der weiß also, dass hier dann ein Review von dem Towtruck kommt. Ich werde hier natürlich, so wie ich das bei dem Liebherr-Kran gemacht habe, natürlich klar abwägen zwischen Arbeit des Designers und Qualität der Steine, weil das sind ja wirklich Sachen, die muss man unabhängig voneinander bewerten. Und ich würde sagen, wir gucken mal so ein bisschen in die Bauanleitung rein. Die habe ich ja mittlerweile hier bei mir liegen. Ich muss mal gerade rüber gucken. Da habe ich sie liegen. Gut, dann nehme ich euch mal mit in die Bauanleitung. Die Bauanleitung besteht insgesamt aus 9 PDF-Dateien. Ich habe jetzt hier die erste schon offen. Hier unten steht es dann, das hier ist die 1 von 9. Guckt man natürlich sofort rein. Hier so ein kleiner Warnhinweis oder hier wird nochmal um die Aufmerksamkeit gegangen, um Aufmerksamkeit gebeten, bevor man mit dem Set anfängt. Hier wird dann auch erklärt, dass man diese 4 S-Bricks braucht, um das dann vernünftig später alles ansteuern zu können. Es wird kurz darauf eingegangen, dass man die Zahnräder hier nochmal gegen normale austauschen kann, so dass man hier keine Friktion mehr hat. Hier eine kurze Erklärung, in welchem Buch findet man jetzt welches Bauteil. Das finde ich persönlich ganz interessant und auch schön. Also wenn es irgendwo in einem Bauteil mal Fehler gibt, fehlerhafte Teile, man kommt nicht weiter, wie auch immer, kann man das eigentlich erstmal beruhigt zur Seite legen, nimmt sich das nächste Buch und baut das nächste Bauteil. Weil erst hier in dieser Anleitung kommen dann alle Baugruppen
zusammen und dann ergibt es das große Ganze. Hier gibt es kurz ein Diagramm, wie das mit den ganzen Motoren funktioniert, wo die alle angeklemmt sind, wofür die gebraucht sind. Das ist also auch wirklich nochmal eine schöne Übersicht, die man hier hat. Das gleiche hat man dann hier mit den pneumatischen Teilen auch nochmal gemacht. Also das ist wirklich schön. Hier gibt es den Hinweis, dass man sich dann auf dem S-Brick Designer eine Fernbedienung selber zusammen basteln kann oder sogar soll. Es gibt hier ein Musterbeispiel, also so kann man sich das machen. Selbstverständlich sind da der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. So, und dann kommen dann hier die einzelnen Baugruppen. Alles relativ übersichtlich anhand der Teile, wie das Ganze dann zusammengeführt wird. Gehen wir jetzt nicht komplett drauf ein, das wäre dann jetzt also wirklich absoluter Quatsch. Das machen wir dann immer, wenn es dann wirklich an das einzelne Bauen geht, dann gucken wir hier mal immer wieder zusammen mal rein. Da wo was ist, da will ich euch das dann natürlich gerne erklären. In Bau, das ist jetzt hier das zweite. Also hier, ihr seht, wird das alles immer schön zusammengefügt. Es kommen dann immer mal so einzelne Teile mit dabei. Das ist soweit bis hierhin alles in Ordnung und das ist schön. Die eigentliche Bauanleitung ist dann hier. Bei Buch Nummer 3 geht es dann los. Hier wird dann das eigentliche Fahrgestell erstmal gemacht und man kann schon sehen, also hier passiert immer so ein bisschen was. Hier sind so ein paar Teile, die werden hier rausgesucht und dann wächst das Ganze Stück für Stück, wie wir es von jeder Lego-Anleitung im Grunde genommen gewohnt sind. Hier kommt teilweise, also hier könnt ihr das sehen, hier passiert dann teilweise auch wirklich richtig viel, dass es auch halbwegs zügig vorangeht. Wie gut es sich danach bauen lassen wird, das kann ich zu diesem Zeitpunkt natürlich überhaupt noch nicht sagen. Das gilt es dann zu erfahren und zu erkunden. Ich denke mal, man wird nach der Anleitung recht gut bauen können. Es ist zwar jetzt nichts ausgegraut, was man schon gemacht hat. Es bleibt dann alles immer schön farbig, aber stört mich jetzt erst einmal nicht so. Das ist man von früher gewohnt. Ich denke mal, danach wird sich schon recht gut bauen lassen. So, ich hoffe, ich bin euch bis hierhin jetzt keine Fragen mehr schuldig. Wenn ja, dann benutzt bitte die Kommentarfunktion. Schreibt da rein, was ihr möchtet. Ich hatte es auch im ersten Video schon angekündigt oder ich habe es da schon erzählt und auch hier drunter werde ich es verlinken. Da gibt es die Gruppe, die beschäftigt sich wirklich jetzt nur mit dem Towtruck. Da dürft ihr gerne reinkommen, wenn ihr das Ganze auch gebaut habt, bauen wollt. Da können wir uns dann in aller Ruhe darüber austauschen. Das ist mir ein wenig lieber, als wie es jetzt bei dem Liebherr-Kran ist, wo ich wirklich, also beinahe täglich, das hat sich immer noch nicht geändert, Anfragen bekomme, wo ich um Hilfe gebeten werde oder wo es einfach nur allgemeine Fragen zu dem Ganzen gibt. Also habt keine Angst, kommt da rein, da können wir uns dann über den Kran austauschen. So, ich persönlich würde mal sagen, ich schwenke jetzt rüber auf meine Baukamera. Der Platz bei mir hier ist wirklich sehr begrenzt. Ich bin also wirklich froh über jede einzelne Schüssel, die sich jetzt leert. A, weil dann endlich dieses Modell wächst, auf das ich wirklich sehr, sehr gespannt bin. Und B, weil es mir dann endlich mal wieder Platz verschafft. Also hier steht, ihr könnt das hier so ein bisschen sehen, also ich habe hier vor mir, hinter mir, neben mir, überall stehen Steine, die wollen jetzt zusammengebaut werden. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Ich melde mich immer, wenn ich denke, jetzt kann ich euch mal was zeigen oder das sollt ihr mal sehen. Wie lang so ein einzelnes Video dann immer wird, wie bei dem Kran auch. Ich kann es nicht sagen. Es liegt auch immer so ein bisschen daran, wie viel Lust habe ich gerade zu bauen, wie aufregend oder wie spannend, wie kompliziert ist das Ganze. Ihr kennt das ja selber. Manchmal hat man so den Punkt, wo man sagt, ach nee, ich habe jetzt keine Lust mehr, jetzt höre ich auf. Dann hört auch dieses Video auf und dann machen wir in einem anderen Teil einfach weiter. So, das soll es gewesen sein. Genügend gequatscht und jetzt wirklich ran an das Werk. Hier ist viel, das will gebaut werden.
52 Bauschritte, einige Unterbauschritte, ich nenne es jetzt mal 52 Hauptbauschritte, sind bis hierhin gemacht. Ich sehe es jetzt gerade nicht, weil ich die Aufnahme schon beendet habe. Das dürften jetzt gute 3 Stunden Bauspaß. Ich muss es wirklich nennen, Bauspaß sein. Also ich musste mich jetzt auch wirklich ganz, ganz schwer bremsen, weil für heute wollte ich jetzt Schluss machen. Es ist schon spät, es fängt an dunkel zu werden draußen. Die Zeit ist gerannt wie im Flug. Was mein Bauspaß hier letzten Endes nur eintrübt, das ist, ich habe schon viele, viele Fehlteile ein bisschen kompensieren müssen. Das heißt, immer wieder aufstehen, an meine Restekisten rennen, gucken, habe ich dieses Teil noch, komme ich irgendwie weiter, weil meine Ersatzteilbestellungen vom Bricklink leider noch nicht hier sind. Bis jetzt komme ich noch ganz gut zurecht. Es hat also nichts gefehlt. Bis hierhin konnte ich bauen. Und das Bauen bis hierhin, das ist eine wahre Freude. Es ist eine Freude, weil die Bauanleitung wirklich gut verständlich ist. Hier und da muss man mal gucken. Das geht nicht anders, das ist so. Aber es ist wirklich eine Freude danach zu bauen. Hier entsteht was, das wird mordsmäßig stabil. Also so wie ich das beim Kran auch schon erlebt habe, der Designer, der das gemacht hat, also das ist wirklich, da muss man den Hut ziehen. Das ist also wirklich, jedes einzelne Loch wird hier bald mit Pins gefüllt. Das Ding wird brachial stabil. Also klar, man wird nicht mit dem Panzer drüber wegfahren können, das halten die Steine nicht aus. Aber das hier macht eine Menge mit. Also das wird später wirklich super zum Bespielen sein. Führt überhaupt kein Weg dran vorbei, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Also dieses Grundgerüst hier, das ist immens, das ist ordentlich. Die Lenkung ist hier, die Lenkung funktioniert tadellos. Dann hier wird dann später die Kabine zu kippen sein, auch das funktioniert sehr gut. Die Qualität der Steine. Ich habe ganz, ganz oft auf die Noppen geguckt, ob da nicht irgendwo Lego steht. Nee, es steht hier nicht drauf, aber es fühlt sich so an, als hätte ich hier Lego-Steine in der Hand. Das hier ist eine Qualität, das kann definitiv kein Xingbao sein, das kann kein Kihui sein oder wer auch immer. Also ich gehe mal davon aus, dass ich es hier wirklich mit Go-Bricks zu tun habe. Die Qualität ist genial. Die Steine haben eine super Klemmkraft. Die Pins, das hält, die einzelnen Scheiben, das hält alles, die Achsen, das geht teilweise sehr schwer, aber es geht alles vernünftig ineinander. Das rastet alles satt ein. Ich bin begeistert. Also ich bin wirklich bis hierhin absolut begeistert. Es ist in jedem Belang bravissimo. Kann ich nicht anders sagen, falls der Designer hier zuschaut. Respekt, kann ich nicht anders sagen. Das funktioniert bis hier wirklich wahnsinnig gut. Die ersten Dioden liegen hier auch. Die ersten Schläuche sind alle miteinander verbunden. Ich kann noch keine Funktion zeigen, außer hier, dass ich hier vorne schon lenken kann. Und ihr seht, da hakelt nichts. Das geht. Das ist perfekt. Das ist echt perfekt. Auch hier der Motor. Kann man hören, das ist jetzt auch nicht sonderlich laut. Hier kann man es auch sehen. Also das ist genial. Also so eine Qualität hätte ich mir beim Kran wirklich gewünscht. Wahnsinn. So, trotz alledem würde ich sagen, habe ich jetzt bis hierhin erstmal genügend gequatscht. Ihr wisst ja, wie das ist. Vergesse ich was, fällt euch irgendwas auf, nehmt die Kommentarfunktion, schreibt es mir da rein. Wir können über alles reden. Ich bin kein böser Mensch. Ich möchte jetzt einfach nur sehen, für heute mache ich Feierabend, aber das Video lasse ich noch ein bisschen laufen. So viel ist ja hier noch nicht passiert. Also geht es dann hier erstmal gleich noch weiter. Wieder ein bisschen bauen. Für mich wird es ein Tag später sein. Aber das ist ja unterm Strich auch alles völlig wurscht. Hätte ich jetzt auch rausschneiden können. Ich lasse es drin, weil ich bin hier so euphorisch und gut gelaunt. Ich würde sagen, weiterbauen.
So, ich denke mal, für heute ist einiges erreicht und ich werde jetzt hier an dieser Stelle dann auch mit dem Video erstmal Schluss machen. Natürlich nicht, ich wechsle mal die Ansicht, deswegen bin ich auch nicht wie gewohnt über meine Kamera, sondern mache das dieses Mal hier mit den beiden Kameras. Das wird in Zukunft, wird das wieder anders werden. Bei dem lasse ich das aber mal so, wie es ist, weil hier gibt es ja dann immer wirklich viel zu zeigen, was bei den kleinen Modellen mit der Kamera recht einfach ist, gestaltet sich hier ein bisschen schwieriger. Ich hoffe, dass mit dem Ton funktioniert dann trotzdem soweit, dass ihr mich gut verstehen könnt. Also die ersten Ausmaße, wie groß das Ganze werden wird, sind hier wirklich schon wunderbar zu erkennen. Wir haben hier zwei gelenkte Achsen. Beide funktionieren. Ich kann euch das dann auch schon mal demonstrieren. Ich habe ja hier auch getestet. Man lernt ja aus Erfahrung mit dazu. Bei dem Kran habe ich ja dann immer erst nur mit der Hand getestet. Hier teste ich aber gleich dann passend mit den Servos. Also ihr seht, die Lenkung, das funktioniert. Das ist überhaupt keine große Sache. Da war ich dann erst so ein bisschen skeptisch, aber ich hatte das ja in dem ersten Mal dazwischen gucken schon gesagt. Die Qualität der Steine, die ist wirklich spitzenmäßig. Also was hier liegt, das hat schon wirklich fast Lego-Niveau. Deswegen gehe ich davon aus, dass dieses Set zusammengebaut ist aus GoBricks. Leider steht der Name nicht drauf. So, das mit dem Licht, das habe ich auch schon soweit in Angriff genommen. Das ist eine Menge Kabelsalat, die hier aktuell noch rumfliegt. So, ich halte es mal hoch, dann könnt ihr das sehen. Bisschen schwach ist es, aber ihr könnt das sehen. Das mit dem Licht funktioniert schon. Wenn ich es ausmache, also das ist klar zu erkennen. Das funktioniert, das macht also wirklich Freude. Ich kann euch bis hierhin auch wirklich gar nicht mehr erzählen. Dass es hier bei mir alles recht eng ist, das kann man erkennen. Dass es eine sehr gute Qualität der Steine ist. Ich weiß, ich wiederhole mich da, habe ich jetzt schon wirklich sehr oft gesagt. Die Anleitung, sie lädt ab und zu mal zum Mitdenken ein. Das muss man wirklich so sagen. Ich weiß nicht, ob es da Darstellungsprobleme gibt am PC. Hier werden zum Beispiel Pins, die noch nicht ineinander gesteckt werden sollen. Ihr kennt das, die roten. Ein bisschen sieht man sie hier, kann ich sie jetzt mal gerade irgendwo zeigen. Ja, hier kann ich es zeigen, zum Beispiel die hier. Das weiß man eigentlich, wenn die in Rot kommen, die steckt man nur zur Hälfte rein, weil später irgendwas daran befestigt wird, dass man die dann zusammenschieben muss. Das ist hier nicht der Fall. Hier sind sie dann immer alle schon komplett ineinander geschoben, aber es gibt den Hinweis, dass man das noch nicht machen soll. Also das wird, denke ich mal, ein reines Problem mit dem Programm gewesen sein. Ansonsten ist die Anleitung sehr gut verständlich. Es gibt viele Hinweise, wenn irgendetwas ein bisschen unklar dargestellt ist, wird es in Textform dabei gefügt. Das ist eine saubere Arbeit. Also es macht wirklich eine Riesenfreude, das Ganze hier zu bauen. Ich brauchte auch noch nicht zurückbauen, weil mir mal irgendwo was falsch gelaufen ist. Einmal musste ich rückbauen, das war aber eigene Dusseligkeit. Da habe ich eine Stange rausgezogen, ist ein Zahnrad mit rausgefallen. Hat lange gedauert, bis ich das wieder da reinbringen konnte. Die Federung, auch das funktioniert, könnt ihr sehen. Hier vorne wahnsinnig stramm, bei der Federbatterie, kein Wunder. So, ich persönlich würde jetzt sagen, vielen Dank, dass ihr mir für heute zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einfach den Daumen hoch oder gebt mir den Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir doch in die Kommentare, was hat euch nicht gefallen. Im Allgemeinen würde ich mich immer über Kommentare freuen. Was haltet ihr von diesem Set? Wäre das für euch oder sagt ihr, meine Güte, Olli, du bist bekloppt, dir für so viel Geld so ein Set zu kaufen, das zusammenzubauen? Weil ich hatte es ja schon erwähnt, es müssen noch die S-Bricks geholt werden. Ich habe Riesenprobleme mit Fehlteilen gehabt, die ich mir über Bricklink alle noch nachgeordert habe. Also das hat die Kosten natürlich immens nach oben schnellen lassen. Also von den angepeilten 700 € sind es dann jetzt doch schon fast 900 geworden. Nicht drüber nachdenken, ist so. Bis zu meinem nächsten Video. Da wünsche ich euch alles Gute, bleibt bitte gesund und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen.